Heute geht es um Negativtechniken bzw. um die Auswaschtechniken. Und hier schon mal ein kleiner Vorgeschmack, was heute kommt. Ich hoffe, ihr seid neugierig. Ich zeige euch, wie es geht. Hallo hier in meinem Atelier, ich begrüße euch. Ich arbeite heute auf einem Zeichenkarton, den habe ich schon zweimal mit Acrylbinder grundiert und ich mache das jetzt noch ein drittes Mal, denn diese Auswaschtechnik strapaziert das Papier sehr. Ihr könnt diese Technik auch super auf einem Keilrahmen ausführen oder auch auf einem festen Untergrund wie einer Malplatte oder einem Holz. Dann solltet ihr aber dafür sorgen, dass die Oberfläche gut grundiert ist und nicht mehr so saugfähig. Mein Papier ist trocken, es wirft zwar noch ein paar Wellen, das zieht sich aber glatt und das stört heute meine Technik erstmal nicht. Meine Farben für die ersten Farbschichten: ein transparentes Umbra und ein transparentes Sienna gebrannt. Dazu noch ein bisschen Acrylbinder und dann kann die erste Schicht aufgetragen werden. Diese erste Schicht trockne ich zunächst, um dann nochmal eine zweite darüber zu legen. Bitte nicht zu lange trocknen, nur leicht oberflächentrocken. Und dann eben nochmal das Gleiche, um mehr Intensität zu bekommen. Bitte nur ganz kurz anföhnen für unsere Technik. Durch die beiden übereinander liegenden Schichten bekomme ich eine schöne Tiefe. Aus dieser Schicht möchte ich jetzt mit einem leicht feuchten Fließtuch, das ist ein Babyfließtuch, leider etwas trocken, deswegen feuchte ich es nochmal nachträglich an. Mit diesem Tuch möchte ich jetzt die Farbe herauswaschen. Da die Oberfläche schon relativ trocken ist, macht das ein wenig Mühe, aber es hat einen besonderen Effekt. So kann ich weiche, hellere Formen herauswaschen. Wenn ich etwas mehr Wasser nehme, geht es etwas leichter. Ich kann auch mit Seifenlauge versuchen, aber hier ist eben Geduld gefragt. Durch das Auswaschen bekommen die hellen Formen eine etwas abgenutzte, leicht kratzige Struktur. Das gefällt mir gut. Ein bisschen magisch, wie die Formen dort aus dem Dunkel auftauchen. Wer es leichter mag, kann auch einen Scheuerschwamm nehmen. Den feuchte ich auch leicht an. Und mit der kratzigen Seite kann man natürlich auch wunderbar die Formen herauswaschen.
Jetzt gehe ich mit dem Schwamm an den Hintergrund und versuche diesen einfach flächig etwas aufzuhellen. Hier seht ihr ganz schön diese kratzige Struktur, die sich dabei ergibt. Und es ist auch viel Zufall dabei, denn einige Stellen lösen sich leichter und andere sind eher resistent und bleiben dunkler. Anschließend tupfe ich alles mit einem Papiertuch trocken. Jetzt will ich euch mal eine Variante zeigen. Ich nehme hier ein Ultramarin und gebe zu meiner Farbe etwas Kleister dazu. Der Kleister hält die Farbe länger feucht und das Entfernen und Wegreiben ist später einfacher. Die Strukturen werden aber etwas anders. Das ist mir noch ein wenig zu transparent, da muss noch ein bisschen Ultramarin dazu. Ich arbeite das einfach mit etwas Wasser in die bestehende Schicht ein. So sollte es sein, nicht ganz deckend, aber sehr leuchtend. Genau wie eben, nur Oberflächen trocknen und dann kann das Auswaschen schon beginnen. Ihr seht hier deutlich, es geht leichter, alles auszuwaschen, aber die Konturen sind halt nicht so schön verwaschen. Erst wasche ich dort, wo die hellen Spuren waren und jetzt dort, wo die braune Farbe darunter liegt. Alles gut trocknen, dann kann man das Klebeband abziehen. Und hier merke ich, oh, das löst sich nicht gut. Ich erwärme es lieber ein bisschen mit einem Föhn und dann geht es super leicht. Ja, das gefällt mir ganz gut. Das könnte das Innere einer Blüte sein. Mal schauen, welche Richtung mir da am besten gefällt. Ich glaube, die Ausgangsrichtung ist doch meine Lieblingsrichtung. Ja, das war jetzt die Auswaschtechnik in Acryl. Und es geht auch mit Acryl und Öl. Hier habe ich eine Holzplatte,
die Ränder abgeklebt, oben schon mit Acrylfarbe grundiert. Das ist ein pastelliges Ocker und das ist meine Ölfarbe, eine Mischung aus Ultramarin und ich glaube Krapprot. Das trage ich jetzt mit etwas Terpentin verdünnt auf die Oberfläche auf. Das geht ganz gut. Ölfarbe über Acrylfarbe ist kein Problem. Andersrum solltet ihr es nicht machen. So, meine Schicht ist fertig und die Ölfarbe trocknet ja sehr langsam. Das heißt, ich habe jetzt Zeit, meine Auswaschtechnik zu beginnen. Hierzu braucht ihr nichts weiter als einen trockenen, fusselfreien Lappen. Ich nehme wieder ein Fließtuch und dann kann man ganz vorsichtig die Farbe entfernen. Man kann auch mehrmals über eine Stelle reiben und es geht immer wieder ein bisschen mehr Farbe ab und der Fleck wird heller. So kann man sehr weiche und subtile Flecken entstehen lassen und die Helligkeit lässt sich durch mehrmaliges Darüberstreichen sehr schön weich regulieren. Die Auswaschtechnik in Acryl oder mit Ölfarbe lässt sich partiell in Bildern anwenden oder auch als Haupttechnik in einem abstrakten oder gegenständlichen Werk. Sie taucht in sehr vielen meiner Videos auf und ich habe euch in der Beschreibung dann einfach mehrere Videos verlinkt, in denen ich die Auswaschtechnik anwende. Vielleicht schaut ihr mal rein. Es sind ganz unterschiedliche Sachen dabei. Diese Ölfarbschicht muss natürlich ziemlich lange trocknen, ein paar Tage mindestens, bis die Oberfläche trocken ist. Bis es komplett trocken ist, dauert es wirklich länger. Dafür ist es aber eine sehr, sehr subtile Weise auszuwaschen. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mit der Technik was anfangen und ihr schaut auch mal in die entsprechenden Videos rein, die ich euch verlinkt habe. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sommertag. Bleibt alle gesund. Tschüss.